Heute mal ein paar lustige Wörter, die nirgendwo anders hinpassen. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Abonniert gerne den Kanal und schaut gerne mal in die Playlist. Da habe ich für euch auch deutsche Musik und deutsche Dokus und Reportagen und was man halt so aus Deutschland braucht, um vielleicht ein bisschen besser zu hören. Heute habe ich ein Thema, ich nenne es mal Verschiedenes. Also Wörter, die ich mir überlegt habe und dachte, wo packe ich das hin? Dann machen wir daraus einfach eine neue Kategorie. Wir fangen an mit dem Thema Plüschtier oder Kuscheltier. Das sind die Kinderspielpuppen, die so weich sind aus diesem Stoff, womit die Kinder abends ins Bett gehen zum Beispiel. Egal, ob das ein Elefant ist oder eine Gurke, sobald es aus diesem Stoff ist, aus diesem Material, sagen wir dazu Kuscheltier oder Plüschtier. Kuscheltier oder Plüschtier. Dann haben wir das Wort Homeoffice. Das macht jetzt für die Menschen, die gut Englisch können, keinen Sinn. Wir finden das sehr wohl sinnvoll. Homeoffice ist, wenn jemand von zu Hause aus arbeitet. Gerade in der Zeit mit Corona haben viele Menschen, die sonst im Büro arbeiten, zu Hause ihr Büro aufgemacht. Und das heißt bei uns Homeoffice. Ich arbeite im Homeoffice, also im Zuhausebüro, würden wir es vielleicht auf Deutsch übersetzen. Dann Radwege in Deutschland. Die Deutschen lieben es, Fahrrad zu fahren, ich selber auch. Und wir haben eigentlich ziemlich gute Radwege in Deutschland. Bitte geht da nicht rauf zu Fuß oder parkt mit dem Auto auf dem Radweg. Die Deutschen hassen das, ja. Also Radweg nur mit dem Fahrrad, nicht zu Fuß oder mit dem Auto drauf parken. Passt auch auf, dass eure Kinder nicht drauflaufen. Das kann sehr gefährlich werden, weil einige Radfahrer sehr schnell fahren. Dann das Wort Stimmbruch. Den Stimmbruch haben die Jungs in der Pubertät, also wenn sie so 13, 14, 15 Jahre alt sind, wenn sie zuerst so sprechen und dann plötzlich so sprechen, dann sind die Jungs im Stimmbruch. Die Stimme bricht und dann bekommen sie eine Stimme wie ein Mann. Dann haben wir das Wort Muskelkater. Der Kater ist eigentlich die männliche Katze und die Muskeln sind das, was ich nicht habe, was man bekommt, wenn man Sport macht. Und wenn man, wie ich, Sport macht, was man sonst nicht tut, dann wacht man morgens auf und aua, alle Muskeln tun weh. Das nennen wir Muskelkater. Dann, ihr kennt es bestimmt alle, wenn man im Bett liegt, so, und man wird wach und der Arm ist taub. Den Arm kann man nicht bewegen, man spürt ihn nicht. Dann sagen wir, der Arm ist eingeschlafen, er schläft. Oder das Bein ist eingeschlafen und danach kribbelt das und es tut weh. Also ein Körperteil schläft bei uns ein, wenn wir es irgendwie abklemmen oder man lange auf dem Boden sitzt in einer doofen Position. Dann das Wort Streetworker. Das macht jetzt vielleicht auch wieder keinen Sinn für Menschen von euch, die gut Englisch können. Streetworker sind bei uns Menschen, die auf der Straße arbeiten und anderen Menschen helfen, zum Beispiel obdachlose Menschen, die keine Wohnung haben oder Menschen, die Drogen nehmen. Die arbeiten auch mal im Büro, aber die gehen auf die Straße und suchen Menschen, die Probleme haben. Das heißt bei uns Streetworker. Dann ein ganz tolles deutsches Wort, der Ohrwurm. Also ein kleiner Wurm, der im Ohr ist. Dieser Wurm ist aber eigentlich ein Lied oder eine Melodie. Manchmal guckt man Fernsehen und da läuft dann zum Beispiel in der Werbung eine Musik oder man hört Radio und man hat dieses Lied den ganzen Tag im Kopf. Es hört nicht auf, es fängt die ganze Zeit an, im Kopf zu singen und dieses Lied geht nicht weg. Das ist ein Ohrwurm.
Und dann noch das Wort Feierabend. Wenn wir Deutsche unsere Arbeit beenden, also um 15 Uhr ist die Arbeit zu Ende, dann sagen wir, ich habe Feierabend. Ich mache Schluss mit der Arbeit. Das Wort ist ganz offiziell Feierabend. Wann hast du Feierabend? Ich habe um 15 Uhr Feierabend. Das war es auch schon wieder für heute. Ich mache davon noch ganz viele andere Videos. Ich will nur immer nicht so lange Videos machen, weil ich mir denke, ihr lernt ja noch Deutsch und ihr könnt euch vielleicht nicht so lange auf diese Sprache konzentrieren. Deswegen mache ich lieber viele kleine, kurze Videos. Abonniert gerne den Kanal, kommentiert, teilt die Videos, macht alles. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir beim nächsten Mal wieder zusammen lernen können. Und ja, habt noch eine wunderschöne Woche. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.